Diese Geschichte handelt von der Grundlage unseres Lebens auf der Erde, Landwirtschaft und Ernährung. Jeder Mensch, den du kennst und auch alle anderen sind davon betroffen. Lisa ist eine davon. In der Zeitung liest sie: 2017 wollen 6 große Saatgut- und Chemiekonzerne fusionieren. Bayer und Monsanto, Dow und DuPont sowie ChemChina und Syngenta. Zusammen beherrschen sie etwa 60% Marktanteil auf Saatgut sowie 70% Marktanteil auf Pestizide. Und das weltweit. Sehen wir uns die Geschichte von vorne an. Werner Baumann ist der Chef von Bayer und hat die Fusion mit Monsanto ins Rollen gebracht. Unternehmen wie Bayer und Monsanto entwickeln Pestizide und Saatgut für die Landwirtschaft. Mit neuen Methoden wie der Gentechnik, verbesserten Hochleistungssaatgut und effektiveren Pestiziden wollen sie die Weltbevölkerung von morgen ernähren. Joshua andererseits ist ein Kleinbauer aus Uganda. Er behauptet nicht, die Welt zu ernähren, aber arbeitet jeden Tag auf dem Feld, um Nahrung zu produzieren. Wie auch viele seiner Kollegen verwendet Joshua im Anbau regionale Sorten und behält einen Teil seiner Ernte zurück, um diese im nächsten Jahr wieder auszusäen. Dadurch, dass Joshua und seine Kollegen aus der Region ihre Saatgutsorten tauschen oder diese miteinander kreuzen, entsteht eine Vielzahl von Sorten, die an die typischen Bedingungen der Region angepasst sind. Anders als das Saatgut der Großkonzerne. Diese investieren immense Summen in die Erforschung einzelner Sorten und sind dann darauf angewiesen, diese auf möglichst vielen Märkten der ganzen Welt zu verkaufen. Die wenigen Sorten sind an regionale Bedingungen nicht angepasst. Klima, Wasserverhältnisse, aber auch lokale Krankheiten und Schädlinge setzen den Pflanzen zu. Als Antwort darauf müssen Bäuerinnen und Bauern mehr Pestizide benutzen. Aber auch das ist gut für Bayer, Monsanto und Co., denn auch hier beherrschen sie den Markt. Das Saatgut der Großkonzerne soll unter optimalen Bedingungen höhere Erträge erbringen. Es ist allerdings auch ein Einwegsaatgut. Es muss jährlich neu gekauft werden. Nach einmaliger Ernte verlieren sich die guten Eigenschaften der Pflanze. So geraten Bäuerinnen und Bauern in Abhängigkeit. Und auch das ist gut für Bayer, Monsanto und Co. Nachhaltig hört sich das ja nicht gerade an. In Zeiten, in denen sich das Klima verändert und die Artenvielfalt ohnehin zurückgeht, ergeben regional angepasste Sorten doch mehr Sinn. Während wenige Saatguthersteller immer größer wurden, nahm die Vielfalt der Pflanzen, die wir anbauen, im letzten Jahrhundert enorm ab. Gab es vor den 60er Jahren in Indien noch etwa 50.000 Reissorten, waren es 20 Jahre später nur noch 40 Sorten. Gerne behaupten die Agrarriesen, dass sie mit Gentechnik und Massenangeboten die wachsende Weltbevölkerung ernähren können. Aber auf kleineren Flächen und unter umweltfreundlicheren Bedingungen können oft höhere Erträge erzielt werden und das nachhaltiger, weil Wasser und Böden gesund bleiben und die Artenvielfalt gefördert wird. Auch produzieren wir bereits heute Nahrungsmittel für 12 bis 14 Milliarden Menschen. Ein Großteil davon wandert jedoch in den Müll, in Autotanks oder in die Fleischproduktion der Massentierhaltung. Hunger war also noch nie nur ein Problem der mangelnden Produktion, sondern vor allem eine Frage des Zugangs zu Lebensmitteln und der gerechten Verteilung. Konzerne werden immer größer. Nicht nur im Agrarchemiebereich verdichtet sich der Markt, von allen Seiten geraten Kleinbäuerinnen und Kleinbauern unter Druck. 70% der Landwirtschaftsmaschinen weltweit werden von 3 Konzernen verkauft. Der weltweite Import und Export von Agrarrohstoffen wird zu 70% von 4 Konzernen kontrolliert. Der Einzelhandel wird in Europa zu 50% von 10 Konzernen dominiert. In Deutschland sind es sogar nur 4, die ca. 90% des Marktes beherrschen. Die weltweiten Kollegen von Joshua haben so immer weniger Auswahlmöglichkeiten, von wem sie die Produkte kaufen und an wen sie ihre Erzeugnisse verkaufen. Die Preise werden somit von wenigen großen Unternehmen bestimmt. Der Weltagrarbericht, der 2008 von über 400 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern verfasst wurde, stellt fest: Unser Ernährungssystem ist eine der wichtigsten Ursachen für den Klimawandel, das Artensterben, für Umweltverschmutzung und Armut. Im Bericht heißt es: Weiter wie bisher ist keine Option. Wieso geben wir diesen Unternehmen so viel Macht, wenn sie doch für eine Landwirtschaft stehen, die so keine Zukunft hat? Wieso schreiten die Kartellämter nicht ein und beschränken die Übermacht der großen Konzerne? Hier kommt Frau Vestager ins Spiel. Sie ist Wettbewerbskommissarin der EU und unter anderem für die Zulassung der Fusion von Bayer und Monsanto verantwortlich. Sie und ihre Kollegen entscheiden, ob große Fusionen zugelassen werden. Ihre Aufgabe ist es, einen fairen Wettbewerb auf dem Markt zu ermöglichen. In der Idealvorstellung eines funktionierenden Marktes stehen unzählige Unternehmen in einem ständigen Wettbewerb miteinander. Um auf dem Markt bestehen zu können, müssen sie stets das beste Produkt zum niedrigsten Preis anbieten.
Fusionieren große Unternehmen miteinander, dann verdichtet sich der Markt und der Wettbewerb nimmt ab. Für die Unternehmen ist das gut, denn die Konkurrenz nimmt ab und sie können die Preise leichter diktieren. Die Folgen von Marktkonzentration sind also häufig Preissteigerungen und der Verlust von wichtiger Innovation. Die Aufgabe der Kartellämter ist es, zu hohe Marktkonzentration zu verhindern. Aber seit den 70er Jahren und der Öffnung der Weltmärkte hat sich die Zahl der Fusionsanträge etwa verdoppelt. Auch wurden im gleichen Zeitraum die fusionierenden Unternehmen größer. Bayer und Monsanto sind global agierende Unternehmen. Deshalb müssen ihrer Fusion auch ca. 30 Kartellämter auf der ganzen Welt zustimmen. Unter anderem die Europäische Wettbewerbskommission in Brüssel, die von Frau Vestager geleitet wird. Experten schätzen einen Stopp der Fusion dennoch als unwahrscheinlich ein. Ohnehin greifen die Kartellbehörden nur selten ein. So hat das Bundeskartellamt im Jahr 2015 von 1169 eingegangenen Fusionsanträgen nur einen einzigen abgelehnt. Im gleichen Jahr hat die EU von 300 Anträgen alle zugelassen. Die Gründe dafür sind vielfältig. Den Kartellämtern fehlen die Mittel, um Fusionsanträge umfassend zu bearbeiten. Die Kartellämter klagen selbst darüber, dass wenige Mitarbeiter einen zu großen Berg an Anträgen bearbeiten müssen. Außerdem fehlen den Kartellämtern die rechtlichen Grundlagen, um Fusionen auch auf Folgen für Umweltschutz, ländliche Bevölkerung wie Joshua und seine Kollegen im globalen Süden oder globale Marktverhältnisse hin zu überprüfen. Häufig beschränken sie sich auf wenige Kontrollen der Produktsparten in ihren eigenen Ländern. In der EU kommt außerdem Lobbydruck der Unternehmen hinzu, sowie das Interesse, Global Player aus Europa zu stärken. Und besonders gravierend, globalen Unternehmen, die weltweit aktiv sind, steht keine weltweite Kontrollinstanz gegenüber. Es fehlt ein Weltkartellamt, das die Folgen von Fusionen weltweit ins Auge nimmt. Die Kartellbehörden sind also überfordert und müssen im Sinne eines freien Marktes gestärkt werden. Wenige große Konzerne dürfen doch nicht über die Zukunft unserer Ernährung entscheiden. Aber was kann man da machen? Die aktuellen Megafusionen im Agrarsektor stoppen. Regeln zum Stopp von Fusionen verschärfen. Denn wenn wir die Märkte nicht den Großkonzernen überlassen wollen, dann muss Marktmacht staatlich eingeschränkt werden. Konzernmacht weltweit eingrenzen. Auf einem globalen Markt mit globalen Unternehmen brauchen wir eine globale Wettbewerbskontrolle. Konzernkontrolleurinnen stärken. Bestehende Kontrollinstanzen brauchen bessere Ausstattung mit mehr Personal und stärkeren Gesetzen, die ihnen die Möglichkeit geben, effektiv zu arbeiten. Ernährungssouveränität statt Agrarindustrie. Wenn wir Hunger und Armut wirklich bekämpfen wollen, müssen wir diejenigen in den Blick rücken, die von Hunger und Armut bedroht sind. Mehr erfahren kannst du in unserer Streitschrift. Du kannst aber auch gleich aktiv werden. Jeder Einzelne bewegt etwas. Verantwortung beim Einkaufen kann ein erster Schritt sein. Es tut sich etwas. Auf der ganzen Welt formiert sich Widerstand gegen die Übermacht von Großkonzernen. Werde aktiv und hilf mit.